Wir kommen jetzt zu den Grundelementen solidarischen Wirtschaftens und gehen jetzt in dieser Episode ein auf die Mechanismen der Kooperation und der Konkurrenz. Wir hatten ja eben zuvor uns mit den Wohlfahrtsmessungen beschäftigt und gesehen, dass es dort eine sehr, sehr breite Diskussion mittlerweile gibt, die versucht, möglichst viele Aspekte des Wohlergehens in die Messung mit einzubeziehen. Und ein anderer wichtiger Faktor bei der Umsetzung solidarökonomischer Wirtschaftsweisen ist natürlich das Thema Konkurrenz. Wie gehen die Beteiligten damit um und wie kommen sie zu dem, was man unter Kooperation wirklich versteht? Die Lernziele dieser Einheit sind einmal die Regeln des Marktes verstehen, also zumindest ansatzweise, und demgegenüber eben auch zu verstehen, was heißt Konkurrenz, was ist der Konkurrenzmechanismus in dem Marktgeschehen und was ist Kooperation in dem Marktgeschehen und wie kann man das möglicherweise auch miteinander vereinbaren. Es wird Sie nicht verwundern, wenn ich jetzt ein Zitat hier Ihnen vorstelle, nachdem die solidarische Ökonomie eine Wirtschaftsweise ist, die Wirtschaften nicht als Konkurrenz, sondern als kooperativen Prozess zum Nutzen der ganzen Gesellschaft gestalten will. Wenn Sie sich das jetzt mal so auf der Zunge zergehen lassen, dann werden Sie sicherlich sagen, oh ja, das klingt ja ganz schön. Ein kooperativer Prozess zum Nutzen der ganzen Gesellschaft. Aber das klingt natürlich auch so, als wäre das überhaupt niemals umsetzbar, weil das ja auch schon voraussetzt, dass eine ganze Gesellschaft sich mit diesem Prozess überhaupt identifizieren will und dass sie auch bereit ist und in der Lage ist, überhaupt zu kooperieren. Also warum sollten Menschen überhaupt kooperieren? Die gängige Wirtschaftsweise geht ja davon aus, das kennen Sie auch alle, dass der Mensch der Homo economicus ist, dessen Ziel darin besteht, sich aus jeder Situation und so auch aus jeder wirtschaftlichen Handlung heraus den eigenen Vorteil zu sichern. Es zeigen aber auch wiederum neuere Experimente der Hirnforschung, dass im Grunde genommen mit diesem Konkurrenzmechanismus oder mit dieser Ausrichtung immer nur auf den eigenen Vorteil auch Reduktionen einhergehen. Also dass der Mensch sozusagen in seinem Potenzial in dieser Handlungsweise auch eingeschränkt agiert. Sie kennen sicherlich das Buch Haben oder Sein von Erich Fromm. Dort haben Sie ja auch zwei Wirklichkeiten, die beschrieben werden des Menschen. Die eine Wirklichkeit ist die Haben-Wirklichkeit. Das heißt, die Menschen sind ausgerichtet auf ihren Besitz, ja, auf die Sicherheit, die ihnen ihr Besitz vermittelt, auf ihr persönliches Prestige, was ihnen der Besitz vermittelt, mein Haus, mein Auto, mein Boot, mein tolles Kind und so weiter. Und das wird sozusagen als Grundimpuls auch genommen, sich mit Sicherheit zu umgeben und natürlich auch sich abzusetzen von den anderen. Aber Erich Fromm hat auch darauf hingewiesen, dass der andere Modus der Menschen der Seinsmodus ist. Und der Seinsmodus beinhaltet letztendlich alle zwischenmenschlichen Werte, also die Gemeinschaftsbildung, das Erleben von Gemeinschaft, das Erleben von Sinn, das Erleben von Transzendenz, also von etwas, was über das eigene Leben hinausgeht. Und mittlerweile zeigen Studien eben sehr, sehr klar, dass genau diese transzendenten Fragen
den Menschen eine viel, viel höhere Motivation mitgeben als die allein auf das Haben ausgerichteten wirtschaftlichen Handlungen. Insofern, das zeigen beispielsweise auch aktuell Unternehmensgründungen in dem Bereich der Nachhaltigkeit, die nicht unbedingt jetzt auf solidarisches Wirtschaften ausgelegt sein müssen, aber auf nachhaltiges Wirtschaften, die nämlich auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark boomen und wo dann Befragungen dieser Gründerinnen und Gründer ergeben haben, dass sich mit dieser Gründung einfach die persönliche Sinnfindung verbindet. Also dass Menschen es auch nicht mehr ausreicht, nur Geld zu verdienen, beispielsweise mit einem Job, sondern dass sie mit ihrer Arbeit einen Beitrag leisten möchten zum gesellschaftlichen Ganzen und zur gesellschaftlichen Entwicklung. Und wie gesagt, in der Hirnforschung bekannt geworden ist da der Gerald Hüther, der sehr, sehr stark darauf hinweist, dass eben dieses lineare, auf Eigennutz ausgerichtete Denken den Menschen komplett unterfordert, weil eigentlich unser Gehirn auch darauf angelegt ist, komplex zu denken, sich zu vernetzen, Dinge miteinander zu vernetzen, Gefühle auch mit einzubeziehen in das Denken und dass diese ganzen Bereiche im Grunde genommen durch die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft strukturiert ist, auch brach liegen. Insofern kann sich der Mensch in der gegenwärtigen Gesellschaftsformation auch nur teilweise überhaupt entfalten. Und ein ganz, ganz wichtiger Begriff, der in dem Fall in diesem Zusammenhang immer fällt, auch bei den Theoretikern der solidarischen Ökonomie, ist das Stichwort der Empathie. Man geht dabei davon aus, dass die Fähigkeit zur Empathie letztendlich seit den Anfängen der Industrialisierung auch zurückgedrängt wurde. Und zwar in dem Moment, wo eigentlich klar wurde, dass es immer Gewinner und Verlierer aus ein und demselben Prozess gibt. Also es gibt immer sozusagen denjenigen, der einen Gewinn zieht aus einer Handlung und den anderen, der einen Verlust daraus zieht. Und um das Ganze lebbar zu machen, mussten eigentlich diejenigen, die immer Gewinner waren, und es sind ja auch sehr häufig ganze Nationen oder ganze Schichten, die mussten sich innerlich sozusagen abspalten, auch von dem Gefühl der Empathie. Also die konnten gar nicht mehr sich das erlauben, Mitleid zu haben mit demjenigen, der jetzt mal wieder eine Runde verloren hatte. Ja? Und die Fähigkeit der Empathie bildet sozusagen auch die Grundlage für ein solidarisches Handeln. In dem Moment, wo mir das nämlich nicht egal ist, wie der Rest der Menschen sozusagen sein Auskommen findet oder sein Leben fristet, kann eine Wirtschaftsweise der Eliten, sage ich mal, der globalen Eliten, auch gar nicht mehr akzeptiert werden. Auch von den Betroffenen selbst nicht, weil sie sich dann in dem Moment letztendlich auch den Spiegel vor Augen halten müssen und erkennen müssen, dass sie auf Kosten der anderen leben und auch getrennt von den anderen leben. Wir sind dann damit auch schon mitten in der Frage des Menschenbildes, was in der solidarischen Ökonomie grundgelegt wird. Ich hatte das gerade schon angesprochen, also der Homo economicus, der sozusagen den Kampf in der Evolution führt, wo es eben immer einzelne Gewinner gibt und viele Verlierer. Einhergeht, wie gesagt, der Verlust von solchen Werten wie Empathie oder auch Barmherzigkeit. Ja? Und auf der anderen Seite muss man aber sehen, dass auch diejenigen, die zu den Gewinnern gehören, letztendlich ein gespaltenes Leben führen und auch gespaltene Wesen sind. Das kann man beispielsweise auch erkennen an der Zunahme von psychosomatischen Krankheiten in den sogenannten Gewinnergesellschaften, ja, also zu denen ich jetzt auch durchaus Deutschland dazu zähle. Das ist das, was wir am Anfang hatten in dem Eisbergbild, also der soziale Kollaps, ja, weil es ist ja auch nicht so, dass die Mehrheit der Menschen, die zu den Gewinnern gehören, erstens nicht glücklich sind und zweitens aber auch sogar
sehr, sehr stark an ihren Grenzen sind. Sie werden das kennen, also im Moment ist der weit verbreitetste Grund in der Arbeitswelt beispielsweise für längere Krankschreibungen sind psychische Erkrankungen, also meistens genannt Burnout, was aber auch wiederum steht für eine Vielzahl also an Symptomen, die einfach mit der permanenten Überforderung zu tun haben, die auch die Gewinnergesellschaften zu bewältigen haben. Ja? Also auch in dem ständig überquellenden Angebot von Möglichkeiten, von Lebenschancen, von Konsumchancen. Diesem sind auch viele Menschen in diesen Gesellschaften gar nicht mehr gewachsen. Sie sehen das auch an so Trends beispielsweise wie einfach leben, ja, ist ja auch durchaus so ein Trend jetzt in unserer Gesellschaft. Oder die Trends beispielsweise zu einem Leben in Ordnung. Also so, da gibt es auch ganz, ganz viele Trendsetter, die jetzt die Menschen befähigen, beispielsweise ihre Häuser und ihre Wohnungen aufzuräumen und zu entrümpeln und so weiter. Das sind auch richtige gesellschaftliche große Trends, die auf ein Bedürfnis der Menschen treffen, dass sie einfach erschlagen sind, letztendlich von dem, was dieser Marktmechanismus permanent hervorbringt, nämlich immer mehr, immer ausdifferenziertere, immer vielfältigere Angebote von ein und derselben Sache. Ja, da kommen wir nachher vielleicht auch noch drauf. Es gibt ja auch in der industriellen Fertigung ganz klar die Ausrichtung auf eine kurze Lebensdauer beispielsweise von Produkten. Das nennt man geplante Obsoleszenz. Das gehört auch dazu, ja, also dass sozusagen die Märkte immer gesättigt sein müssen. Damit das passiert, werden die Produkte immer kurzlebiger, die Qualität der Produkte immer schlechter und die Menschen selber, also die Konsumenten selber, werden immer mehr sozusagen auch in die Verantwortung gezogen, dann mit diesen Produkten umzugehen, diese Produkte irgendwie dann wieder neu zu erwerben oder. Also das alles führt letztendlich auch zu allem anderen als zu Glückseligkeit. Das weisen mittlerweile sehr, sehr viele Studien nach und vor allen Dingen kann man sagen, dass auf Basis dieses Menschenbildes mittlerweile eine kollektive Unfähigkeit entstanden ist, Verantwortung zu übernehmen für die Zerstörung, die dieses Wirtschaftssystem hervorbringt. Also auch für die Zerstörung letztendlich des Planeten. Das sehen Sie auch jetzt im Moment an den Auseinandersetzungen um beispielsweise Fridays for Future. Sie sehen, welche Widerstände da auch kommen, welche emotionalen Debatten da geführt werden. Und das weist letztendlich auch darauf hin, dass eine immer noch breite Bevölkerungsschicht kollektiv unfähig ist, die Verantwortung zu übernehmen für das, was in Jahrzehnten dort sozusagen entstanden ist und entwickelt wurde. Allen voran würde ich mal sagen, die Institutionen, also eben auch die politischen Institutionen, die sich sehr, sehr stark noch dagegen wehren, dieses überhaupt anzuerkennen. Das sehen Sie am Dieselskandal beispielsweise, das sehen Sie an Debatten um Tempolimit auf Autobahnen, an den Forderungen beispielsweise nach CO2-Besteuerung, was massiv abgelehnt wird. Das sind aber alles Zeichen letztendlich dafür, dass eine kollektive Verantwortungslosigkeit sich eingerichtet hat. Demgegenüber, wie gesagt, gibt es eine Renaissance auch von vorkapitalistischen Werten oder auch Lebensführungsweisheiten. Buddhismus hatte ich schon genannt vorhin, der ja auch eine ganz andere Spiritualität nochmal in den Alltag hineinbringt, als das Christentum oder im christlich geprägten Regionen der Fall ist. Aber es gibt auch andere Rückbesinnungen letztendlich auch auf das einfache Leben,
auf das Leben mit dem Minimalismus, ja, wo also Menschen sich auch ganz, ganz klar dafür entscheiden, dass sie beispielsweise kein Auto mehr haben, dass sie auch beispielsweise einen gewissen Job nicht mehr machen, nur um noch mehr Geld zu verdienen. All diese Entwürfe gibt es auch und die gibt es auch auf der individuellen Ebene, nicht nur jetzt in speziell solidarischen Gemeinschaften, sondern auch individuell, dass Menschen einfach sagen, sie verkaufen ihre Häuser, sie reduzieren sich auf kleine, übersichtliche Einheiten und legen ihre Werte einfach auf andere Dinge. Ja? Also das ist das, was ich meine mit dem Wertewandel, gesellschaftlichen Wertewandel und wo im Grunde genommen dieses Menschenbild der solidarischen Ökonomie, nämlich erstmal zu sagen, ein ganzheitliches Menschenbild, was das Wohlergehen in jeglicher Dimension zum Ziel hat und eben auch ein Menschenbild, was davon ausgeht, dass der Mensch erstmal in seinen Willensbestrebungen erstmal erstens gut ist und zweitens auf Gemeinschaft mit anderen angelegt ist und auch fähig ist, diese zu leben. Ja, wenn man sich jetzt die Realität anschaut von solidarisch geführten Unternehmungen, sei es kooperativen Gemeinschaften, Ökodörfer, Kommunen, Lebensgemeinschaften oder wie auch immer, wird man auch feststellen, dass diese Kooperation, also der Modus der Kooperation, nicht unbedingt zu dem Standard gehört, den Menschen einfach fähig sind zu leben. Das hängt auch damit zusammen, dass eigentlich Kooperation nicht unterrichtet wird. Wenn Sie an Ihre eigene Schulzeit beispielsweise mal zurückdenken, dort wird es wahrscheinlich auch so gewesen sein, dass Sie eher gelernt haben, wie konkurriere ich mit dem anderen, und zwar in dem Sinne, dass ich natürlich als der Bessere dann dabei rauskomme. Aber wie gesagt, es gibt in der Tradition des solidarischen Wirtschaftens auch schon sehr, sehr viele Dinge, die entwickelt worden sind, wie auch der Wir-Modus gelernt werden kann. Also eine ganze Palette von Methoden ist dort entwickelt worden, beispielsweise in Großgruppen, die zusammenleben mit gemeinsamer Ökonomie oder mit solidarischen Einzelprojekten, die vollkommen andere gruppendynamische Instrumente beispielsweise entwickelt haben, als das bis dahin bekannt war. Wo klar ist, dass dort der Schwerpunkt letztendlich auch liegt und auch gelegt werden muss, nämlich erstmal in dem Miteinander, was diese Gruppen leben überhaupt und was sie auch können. Ja? Wie gesagt, es gibt Methoden, beispielsweise die Soziokratie ist so eine Methode, in der nochmal ganz, ganz klar Wert gelegt wird oder auch entwickelt wird, die Beziehung der Gruppenmitglieder untereinander. Dann gibt es bestimmte Arten von Supervision, die ausgerichtet sind auf die Bedürfnisse von Gemeinschaften, also auch von etwas engeren Gemeinschaften, als das beispielsweise ein Sportverein oder sowas ist. Ja? Und es wird eben in dem Bereich auch sehr viel gearbeitet, auch aus pädagogischem Hintergrund Konzepte entwickelt, wie können denn Menschen, auch Kinder beispielsweise schon in der prägenden Phase, wie können die denn lernen, dass ich viel, viel mehr Gewinn habe, wenn ich mit dem anderen zusammenarbeite, als wenn ich nur für mich alleine bin. In dem Bereich kann man auf sehr vieles zurückgreifen, was die jüngere Alternativökonomie hervorgebracht hat, also mit ihren Betrieben, Kollektiven und eben auch dem entsprechenden Wissen, was dort aufgearbeitet worden ist und was teilweise auch verschriftlicht worden ist.
was sich teilweise auch in Beratungsinstitutionen findet und wo einfach Schritte auch begleitet werden können. Nochmal zurückzukommen auf das Stichwort Markt. Die Vertreter von solidarökonomischen Perspektiven sind sich eigentlich einig, dass der Markt, wie er gegenwärtig funktioniert, mit der ursprünglichen Bedeutung eines Marktes nichts mehr zu tun hat. Also wenn man zurückdenkt, beispielsweise in der Antike gab es auch schon Märkte, aber dort waren die Märkte immer offen und sie waren vor allem auf eine bestimmte Region begrenzt, wo sich die Menschen untereinander kannten. Und es gab beispielsweise auch schon bei den Wochenmärkten staatliche Beamte, die da die Aufsicht geführt haben, um zu gucken, dass dort keine Betrüger am Werk sind und dass dort alles fair und moralisch zugeht. Aber das, was wir heute haben, dafür trifft eher die Bezeichnung von Polanyi zu, des sozial entbetteten Marktes, in dem nämlich die Beteiligten sich überhaupt nicht mehr kennen, also auch überhaupt keine menschliche Dimension mehr überhaupt erkennbar ist in dem ganzen Handeln und letztendlich alle Handlungsmotive zurückgedrängt werden zugunsten des Nutzenkalküls. Ein Extrembeispiel dafür sind die Finanzmärkte, weil hier haben sie sozusagen nur noch komplett anonymisierte Marktteilnehmer. Dazu kommt noch, wenn wir an das denken, was wir eingangs gehört haben mit der Entkoppelung, dass sogar die Werte, also das, was gehandelt wird, beispielsweise auf den Finanzmärkten, von den realen wirtschaftlichen Werten komplett abgekoppelt sind. Also nicht nur von den Menschen, sondern sogar von den realen Gegenwerten, die dort gehandelt werden. Das heißt, es ist das, was man als eine Blase letztendlich bezeichnet, also Finanzblase. Sie können das übertragen auf sehr, sehr viele andere Bereiche, in denen überall letztendlich Blasen am Werk sind. Ja, also Blase bedeutet eine verselbstständigte, ein komplett sich verselbstständigt habendes System, was mit den ursprünglichen Intentionen der Beteiligten nichts mehr zu tun hat, sondern ein Eigenleben und eine Eigendynamik letztendlich führt. Das ist übrigens das, was in der frühen Ökonomie auch schon genannt, die unsichtbare Hand genannt wurde. Ja, also auch bei den Gründern der Ökonomie wie Hayek, die haben auch schon von der unsichtbaren Hand des Marktes gesprochen, in dem sozusagen die Steuerung der Prozesse im Zusammenspiel von individuellem Eigennutz, Konkurrenz und Markt sich dann vollzieht. Wie gesagt, demgegenüber kann man allerdings immer wieder beobachten, dass die Motivation von Menschen in Gruppen wesentlich höher ist. Das sehen Sie zum Beispiel auch an den meisten Betrieben mittlerweile, in denen Teamarbeit eingeführt wurde, in denen mittlerweile auch flache Hierarchien an der Tagesordnung sind, weil einfach klar geworden ist, dass diese Art von Arbeit, selbstbestimmtes, teamorientiertes, gemeinschaftliches Arbeiten den im Moment herrschenden Werten auch viel mehr entspricht und unterm Strich eine sehr viel größere Motivation der Beteiligten hervorbringt. Wenn man auch nochmal auf die Wortbedeutung schaut, dann heißt dieses Concurrere eigentlich, was auch dem Wort Konkurrenz zugrunde liegt, auch nicht unbedingt gegeneinander laufen, sondern miteinander laufen. Ja? Und das ist im Grunde genommen auch die Vision, die solidarische Ökonomie von einem Markt hat. Also der Markt soll auch nicht abgeschafft werden, sondern es soll ein überschaubarer Markt sein mit sozialen Bezügen als Basis, auf dem sozusagen alle Potenziale zusammengetragen werden. Auch nicht so, dass jetzt einer den anderen verdrängt, sondern so, dass jeder sein Potenzial maximal entfalten kann und das unterm Strich kein Nullsummenspiel, sondern ein Plussummenspiel dabei herauskommt.
Als Beispiel könnte man jetzt nochmal das Netzwerk Wikipedia nennen, weil auch da ist es ja so, dass mit dem einzelnen Beitrag, wenn jemand zum Beispiel einen Beitrag schreibt zu Wikipedia, er trotzdem ja profitiert von dem Gesamten, ja, und dass das gesamte Ergebnis oder Produkt natürlich auch viel, viel größer ist als der Beitrag, den jeder Einzelne dazu leisten kann. So muss man sich das ungefähr vorstellen, beziehungsweise sich auch klar machen, dass selbst in dem Moment, wo jemand nicht die beste Lösung in einem Spiel hat, ja, oder nicht das beste Konzept hat beispielsweise, trotzdem die Beteiligung an dem Gesamten möglich ist und auch jeder partizipieren kann von einem guten Konzept. Ja, selbst wenn er oder sie jetzt nicht sozusagen tonangebend dabei ist. So wird das Marktgeschehen in der solidarischen Ökonomie diskutiert. Dieser Markt wird natürlich nicht isoliert oder als einziges Instrument gesehen, sondern er wird auch umgeben nochmal von anderen Rahmenbedingungen, beispielsweise einer entsprechenden Unternehmensverfassung oder auch, was ich vorhin schon mal sagte, der Möglichkeit einer Grundsicherung, also eines bedingungslosen Grundeinkommens beispielsweise, der Möglichkeit von Wirtschaftsräten, ja, also die sozusagen regional beispielsweise mitbestimmen können, die Ausrichtung einer Wirtschaft, der Begrenzung natürlich auch von Lohnansprüchen, ist auch ein Riesenthema, die Differenz beispielsweise der Löhne innerhalb eines Unternehmens ist ja teilweise 1:70 oder so, ja, im Moment, also das Top-Management hat das 70-fache Gehalt eines einfachen Arbeiters und das ist zum Beispiel auch etwas, was natürlich begrenzt werden muss, weil es dafür überhaupt keine legitime Rechtfertigung gibt. Dann wären noch andere Dinge zu nennen, wie partizipatorische Unternehmensleitung, beispielsweise durch gemeinsame Betriebsübernahme. Das sind alles dann noch begleitende Faktoren, die natürlich einen solchen neu gedachten Markt, der aus kooperativem Wettbewerb besteht, flankieren können. Auf jeden Fall wäre das neue Menschenbild, was sich in einem solchen Konstrukt dann entfalten kann, nicht so wie bei Descartes, ich denke, also bin ich, sondern es wäre dann hier, ich nehme teil, also bin ich, also sehr, sehr stark abgehoben auf den Menschen als teilnehmendes, an der Gesellschaft teilnehmendes Wesen und auch gestaltendes Wesen, in dem sozusagen aus den Beziehungen dann Wirklichkeiten geschaffen werden.